Servus und ganz herzlich willkommen zu Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Heute für euch Ausgabe Nummer 45 nach der zweiten Runde in den Stanley Cup Playoffs 2026 und vor den Conference Finals. Ich rufe natürlich allen voran erstmal meinen Linemate am Mikrofon. Diesmal nicht nach Nürnberg, nicht nach Ohio, sondern tief in die Schweiz. Servus Stefan. Hi Ruppi, servus. Was ist los in der Schweiz? Lass uns nicht drüber sprechen. Nein, Besser ist es vielleicht? Nein. Ich bin bei der WM, bin zurzeit Co-Kommentator für RAN, Pro7. Mache die WM dort als Co-Kommentator, Experte, wie man das auch immer nennen möchte, und benutze natürlich die Zeit für mich selber auch, um Eishockey anzuschauen, Spieler zu beobachten, dazu zu lernen, wie immer. Du kannst ja bei jedem Spiel was dazu lernen und ja, der übliche Eishockey-Wahnsinn halt. Ja, da gibt es momentan richtig viel zu lernen, um es mal so zu sagen. Aber Stefan, du bist ja ohnehin in der Welt zu Hause. Habe eine Nachricht bekommen von Olli, der uns immer beim Joggen anhört. Und der hat gesagt, mich hat es total überrascht. Ich habe den Fernseher angeschaltet und höre plötzlich die Stimme, die ich eigentlich aus dem Podcast kenne. Also der war erstmal instant verwirrt. Aber schöne Geschichte, freut mich natürlich sehr für dich, dass das klappt. Also alle, die Stefan im Fernsehen sehen wollen, läuft auf Pro7 momentan die WM mit Deutschland. Hoffentlich dann auch sportlich ein wenig erfolgreicher. Kurze Inhaltsangabe, Stefan, für heute, Episode 45. Wir schauen natürlich auf die Highlights und Lowlights aus der zweiten Runde, die ja vor wenigen Stunden erst zu Ende gegangen ist. Dann natürlich unsere große Vorschau auf die beiden Conference Finals, Ost und West. 4 Mannschaften, 2 Serien und wir sind kurz vor dem Einzug ins Stanley Cup Finale. Und last but not least gibt es nochmal 6 Schlagschüsse zur Lage in der Liga. Wie immer bunte Themen, dieses Mal higher and fire so ein bisschen. Also darf man gespannt sein, was da hinten raus noch kommt. Stefan, wir starten mit den Highlights und Lowlights aus Runde 2. Lowlight-Team, immer unsere erste Kategorie, finde ich schwer zu sagen, weil eigentlich waren viele Teams dabei, die eigentlich auch recht gut gespielt haben. Philadelphia Flyers muss man da vielleicht ein bisschen nennen, immerhin gesweept worden von den Carolina Hurricanes. Natürlich eine sehr gute Mannschaft. Für mich aber ein Stück weit die Minnesota Wild. Nicht, weil sie jetzt super schlecht gespielt haben und 1:4 gegen die Colorado Avalanche verloren haben, aber ich war doch überrascht, dass sie nicht länger mit dabei waren. Haben ja eigentlich eine gute Mannschaft, aber hatten dann doch recht wenig entgegenzusetzen. Wenn wir auf die Statistik schauen, 4,8 Gegentore pro Spiel, also defensiv sehr anfällig, gilt auch fürs Penalty Killing, 61,5%, auch 34 Torschüsse pro Spiel zugelassen. Stefan, für dich, warum ist die Wild-Defensive derart kollabiert? Colorado Avalanche. Ich tue mir da einfach schwer, in der zweiten Playoff-Runde Lowlights in dem Sinne herauszupicken, weil wir über die letzten 8 Vereine in den NHL-Playoffs sprechen. Fakt ist aber, dass Colorado einfach zu gut ist. Minnesota ist eine hervorragende Mannschaft mit unglaublichen Einzelkönnern, die eine tolle Saison gespielt haben, aber sie sind an eine Mannschaft geraten, die einfach zu gut war für sie. Und da kommt dann dazu, klar, dass das mit Eck, jetzt kann ich der Name fällt mir Eriksson Ek. Eriksson Ek, genau, dass sie mit Eriksson Ek natürlich ihren Top-Mittelstürmer in dem Moment vermisst haben. Das tut unglaublich weh. Aber das ist die Realität der Playoffs. Und deshalb ist es ja nun mal auch die härteste Trophäe, die du im Mannschaftssport gewinnen kannst. Und Fakt ist, Colorado war einfach zu gut. Ich will da gar nicht so sehr auf Minnesota rumhacken in dem Moment, weil ich einfach glaube, dass sie an ihre Grenzen gestoßen sind. Bitte auch für Nico Sturm, der letzte Deutsche im Turnier noch war. Der hatte ja gerade gegen Ende der Serie nochmal richtig an Fahrt aufgenommen. Aus den letzten 2 Spielen 1 Tor, 2 Assists, also 3 Scorer-Punkte. Wie immer, würde ich fast schon sagen, war er fast bis zum Schluss mit dabei, Nico Sturm. Wie hast du seine Playoffs gesehen? Ja, wo sie ihn dann endlich angefangen haben, regulär einzusetzen, hat er gezeigt, was er kann. Er ist ein extrem wichtiger Spieler in solchen Situationen. Er ist ja auch nicht umsonst ein Spieler, den gute Mannschaften dann haben möchten, wenn es darum geht, den Cup zu gewinnen, weil er es einfach immer wieder gezeigt hat auch. Und ja, er hat eine gute Serie gespielt. Das ist eine sehr gute Reihe gewesen am Schluss mit beiden Foligno-Brüdern und eine sehr robuste, körperlich extrem starke Reihe, die dann halt auch produziert hat. Und
Ja, das ist Nico Sturm. Das ist sein Spiel. Das ist das, was er sehr, sehr gut kann. Das, was er auch konstant immer macht. Und das macht ihn eben für Mannschaften, die hohe Ambitionen haben, auch so wertvoll. Wir müssen natürlich über die Buffalo Sabres auch noch kurz ein Wort verlieren. Nicht als Lowlight, also ausdrücklich nicht als Lowlight. Ich meine, 7 Spiele heute Nacht zu Ende gegangen, in Spiel 7 verloren gegen die Montreal Canadiens. Wie hart ist das jetzt für Buffalo? Nochmal, wir erinnern uns, du hast 13, 14 Jahre, 15 Jahre, glaube ich, nicht in den Playoffs gespielt, kommst jetzt rein, marschierst fast bis ins Eastern Conference Finale. Also wie viel Hoffnung, wie viel Euphorie, wie viel Begeisterung ist da vor ein paar Stunden die Niagara-Fälle runtergegangen, Stefan? Muss man relativieren jetzt. Also für mich als Fan natürlich, die Saison ist vorbei. Das ist sehr, sehr schade. Du hast die letzten 2 Heimspiele verloren. Das kann man ihnen vielleicht jetzt in dem Sinne ein bisschen einkreiden. Aber wenn du Spiel 7 in der Verlängerung verlierst, na gut, dann hast du 99,9% richtig gemacht und halt in einer Situation war jemand anders da. Ich glaube, nach 14 Jahren nicht in die Playoffs zu kommen, dann reinzukommen und direkt so zu spielen, wie Buffalo das jetzt gemacht hat und vor allem auch, wenn du gesehen hast, wer für sie die wirklich sehr wertvollen, guten Spielern waren. Das war ein Dahlin, der seit Jahren für sie, aber Nummer 1 Draftpick, der auch noch sehr jung ist, verhältnismäßig, der jetzt für die Norris Trophy nominiert worden ist. Das ist ein Tage Thompson, das ist ein Benson, der gerade mal während dieser Playoffs 21 geworden sind. Ich glaube, wenn man das von sportlicher Seite sieht, dann war das ein hervorragender Schritt, eine hervorragende Saison für die Buffalo Sabres und eine Situation, in der die Mannschaft und die Organisation hoffentlich in der Lage waren, wahnsinnig viel dazu zu lernen, was sie in der Zukunft dann auch brauchen, um den nächsten Schritt zu gehen. Also ich sehe das nur als Anfang des Fensters, das sich jetzt geöffnet hat für Buffalo und gehe davon aus, dass sie in den nächsten 4, 5 Jahren eigentlich konstant wie sagt man, ein Threat, also eine Mannschaft sind im Osten, die die Chance hat, da rauszukommen und gehe davon aus, dass sie wahnsinnig viel gelernt haben in dieser Situation jetzt. Die Playoffs sind sehr, sehr schwer und diese Phrase, die Floskel, die gibt es ja wirklich, dass du musst erst lernen zu verlieren oder du musst erst verlieren, um zu lernen, wie man gewinnt. Ja, und wenn du nie in den Playoffs warst, dann die Playoffs sind einfach von der Intensität her und von allem etwas anderes. Und jetzt kann man natürlich als Gegenstück dazu sagen, ja gut, aber die Montreal Canadiens sind auch noch jung und waren auch lange nicht in den Playoffs. Sie haben letztes Jahr ihr erstes Mal, das stimmt alles. Aber wenn du dann schaust, wer einer, den überhaupt niemand auf dem Schirm gehabt hat bei Montreal, wer dann ein Spieler ist, der jetzt 2-mal für Montreal in Spiel 7 den Game Winner geschossen hat, das ist Alex Newhook. Und was hat Alex Newhook? Stanley Cup Erfahrung, ein Stanley Cup Sieg, der weiß, wie es funktioniert und das ist dann der Unterschied, den solche Spieler ausmachen können, die eben dem Rest der Truppe sagen können, pass auf, das und das wird jetzt passieren, darauf müsst ihr euch einstellen. Und das sind alles Dinge, die Buffalo Sabres dieses Jahr dazugelernt haben und von dem sie hoffentlich, und ich bin überzeugt davon, nächstes Jahr profitieren. Viel gelernt und auch viele Enttäuschungen gab es ja auch für die Carolina Hurricanes. In den letzten Jahren waren ja 4-mal in den letzten 8 Jahren in einem Eastern Conference Final, sind aber nie weitergekommen. Für mich sind sie das Highlight-Team in dieser zweiten Runde. Warum? Sweep gegen Philadelphia 4-0. Aber wie klinisch war das denn bitte? 1,25 Goals against Average, ein Shutout, 94,7% Penalty Killing. Also die waren kaum zu bezwingen, auch wieder Schussmanagement. Im Schnitt 34 Schüsse pro Spiel selbst, zugelassen nur 22,8. Also nochmal, ich muss einfach diesen Terminus klinisch benutzen. Gibt natürlich auch noch ein paar andere. Colorado 4-1 gegen Minnesota, starke Gegner und natürlich auch Montreal. Heute Nacht, Stefan, für dich, wer war dein Highlight? Wem hast du am liebsten zugeschaut in dieser zweiten Runde? Am liebsten zugeschaut habe ich der Serie Buffalo Montreal. Die macht einfach unglaublich viel Spaß, die war intensiv, die war schnell, die war abwechslungsreich, die hat als Fan brutal viel Spaß gemacht. Mir hat auch die Serie Vegas Anaheim gefallen. Gut, die Serie Carolina Philly, die war langweilig, weil einfach
so ein großer Qualitätsunterschied da war. Ich meine, Carolina hat noch kein Spiel verloren dieses Jahr in den Playoffs. 8-0, also das ist klar, da reden wir über den Favoriten, über die beste Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt. Kann man sich im Endeffekt jetzt in der neuen Runde auch nichts von kaufen. Aber das Selbstvertrauen dieser Mannschaft ist natürlich auf dem Level, da gibt es wahrscheinlich nicht mehr nichts Höheres. Und es ist auch, wie du gerade eben auch gesagt hast, die Art und Weise. Ich meine, es funktioniert alles. Es ist nicht nur die Offensive, es ist nicht nur die Defensive, es ist einfach das Komplettpaket. Es funktioniert alles. Die besten Spieler sind die besten. Die Spieler, die du vielleicht nicht auf dem Schirm hast, machen trotzdem ihre Arbeit und können den Unterschied ausmachen. Also sie sind mit Sicherheit, muss man so sagen, der absolute Top-Favorit gegen Montreal in dieser Serie jetzt und wäre natürlich nicht überrascht, wenn sie da rauskommen. Montreal ist jetzt wieder so ein bisschen was anderes. Du siehst ja, was in dem Stadion los ist, du siehst, was in der Stadt los ist, du siehst, was im Land Kanada los ist. Weil, ich meine, im Endeffekt, auch wenn es die Montreal Canadiens sind, unterstützt sie im Augenblick trotzdem 90% des Landes. Und es ist eine Mannschaft, die aufgrund ihres Alters, ihres Spielstils, ihr Trainer, der einfach eine Person ist, der ja anscheinend gar nichts falsch machen kann, den jeder liebt, sie haben einfach das Momentum und die Öffentlichkeit auf ihrer Seite. Und deshalb, wer weiß, was da passiert. Rein eishockeytechnisch zum jetzigen Zeitpunkt ist Carolina anscheinend eine Hürde, die für alle noch ein bisschen zu hoch ist. Aber gut, Carolina hat natürlich auch die mentale Sache im Hinterkopf, dass sie nie über diese Runde hinauskommen. Also wer weiß, was passiert. Ich bin gespannt drauf, ich freue mich drauf. Ich glaube, dass das eine sehr intensive, gute Serie wird. Und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Ja. Aber weil du Rod Brind'Amour jetzt gerade ansprichst, nochmal ganz kurz off-topic von mir einfach mal reingeworfen. Ich habe eine interessante Statistik gelesen. Rod Brind'Amour war in 98% aller Playoff-Siege der Carolina Hurricanes dabei. Also sowohl als Trainer oder eben als Spieler. Hat er auch den Stanley Cup als Spieler gewonnen mit Carolina 2006. Ja. Wie irre ist das denn? Also die Hurricanes sind eigentlich Rod Brind'Amour. Ja, ich glaube, es waren 94 von 96. Waren es Siege oder waren es Spiele? Also es war ja unfassbar. Also der war ja bei allem dabei und er war der Kapitän der Mannschaft, die den Stanley Cup gewonnen hat. Das Bild geht dir natürlich nicht aus dem Kopf, das ist klar. Er ist jemand, der mit einer unglaublichen Intensität jetzt seine Mannschaft antreibt, der im Kraftraum vorlebt, was er von seinen Spielern haben will, weil er trainiert wie ein Besessener und ja, anscheinend ist es ja auch so, dass die Spieler sehr, sehr gerne für ihn spielen. Du merkst es ja, aber das ist das Interessante an dieser Serie, weil das ist ja in Montreal genau dasselbe. Du siehst ja in den Videoaufnahmen nach dem Sieg, wenn Martin St. Louis in die Kabine kommt, wie er die Mannschaft anspricht, wie er mit den Spielern umgeht, dass das eine Einheit ist. Diese alte Schule von wegen, mein Chefcoach muss der Chef, der Böse sein, der muss grimmig gucken. Die Zeiten sind zum Glück vorbei und diese zwei haben einfach festgestellt, dass wenn sie selber sind, wenn sie authentisch einfach bei ihrer Persönlichkeit bleiben und die Dinge so machen, wie sie machen wollen, dann sprechen die Spieler darauf an. Und das siehst du jetzt am Erfolg ihrer Mannschaften. Ja, wir werden natürlich auf die Serie gleich noch ganz genau eingehen, sind aber immer noch bei den Highlights und Lowlights aus Runde Nummer 2 und schauen jetzt auf die Skater, Lowlight Skater. Nochmal, ich tue mich auch schwer, Lowlights zu finden auf dem Niveau. Ich finde, die Fallhöhe war bei Jackson Lacombe relativ hoch. Den hatte ich als Highlight-Skater der ersten Runde. Deswegen habe ich ihn jetzt so ein bisschen mit dazu genommen. Hatte in der zweiten Runde nur einen Assist gegeben bei einer -6 Plus-Minus-Statistik. Und natürlich bei den Philadelphia Flyers sind mir auch zwei Spieler aufgefallen. Der eine ist Travis Konecny, auch nur ein Assist bei -2. Und vor allem von Matvei Michkov hatte ich mir mehr erwartet. Kein einziger Scorerpunkt in dieser zweiten Runde, -3. Am Ende sogar aus der Aufstellung rausrotiert. Wurde ja auch so ein bisschen ins Kreuzfeuer genommen, noch von den Medien, die natürlich wissen wollten, was da los war, ob es zum Zerwürfnis kam mit dem Trainer. Wie siehst du das Ganze? Also von wem hast du dir mehr versprochen und wie siehst du insbesondere die Personalie Matvei Michkov? Mehr versprochen ist immer
falsch, weil, wie gesagt, das sind alles junge Kerle. Also Jackson LaCombe, natürlich, das ist ein relativ hoher Abfall von dem, was er in der ersten Runde gezeigt hat, aber ja, er war halt auch dann in der Sekunde kein unbeschriebenes Blatt mehr, sondern war jemand, der Vegas hat gesehen, was er getan hat in Runde 1 und hat gesagt, nee, da müssen wir besser aufpassen und dann kommt halt der Lerneffekt dazu und Vegas ist halt natürlich auch eine sehr erfahrene, gute Mannschaft, sehr viel besser als Edmonton das war und haben ihm das Leben nicht einfach gemacht. Michkov, ja, da bin ich ganz ehrlich, also das, was ich gesehen habe von ihm zum jetzigen Zeitpunkt, er hat mich einfach noch er hat mich noch nie überzeugt. Er läuft meiner Meinung nach einfach nicht gut genug Schlittschuh, um eine dominante offensive Rolle in der NHL zu nehmen. Er ist ein solider Spieler, er macht seine 50, 60 Punkte im Jahr, das ist sehr, sehr gut. Also wir reden hier immerhin über die NHL und alles, also nicht falsch verstehen, aber um ein dominanter Spieler zu sein im Sinne von Gamebreaker, jemand, der den Unterschied ausmachen kann, fehlt mir persönlich an seinen schlittschuhläuferischen Fähigkeiten und er hat nicht diese ersten 2, 3 Schritte, um sich dann wirklich vom Gegner lösen zu können. Er ist ein extrem intelligenter Spieler, der hervorragende Hände hat, gute technische Voraussetzungen, ein gutes Auge. Das sieht man, wenn er im Powerplay zu Werke ist, wenn er mehr Platz hat, mehr Zeit hat, dann kann er alle diese Dinge gut einsetzen. Bei 5 gegen 5 sind für mich seine Füße einfach nicht explosiv genug zum jetzigen Zeitpunkt. Auch nicht vergessen, dass er gerade mal 21, 22 Jahre alt ist. Ja. Zum jetzigen Zeitpunkt reicht es einfach noch nicht, ein dominanter Spieler zu sein. Und vor allem in den Playoffs, wenn die Intensität nochmal wirklich so nach oben schraubt, ist es für einen jungen Spieler, der Probleme hat, mit dem Tempo mitzukommen, natürlich nochmal umso schwerer. Und deshalb war ich jetzt nicht groß überrascht, dass er keine große Rolle gespielt hat oder teilweise sogar auf der Tribüne gesessen ist. Ja, da wird ihm Rick Tocchet einige Hausaufgaben mit auf den Weg geben, was die Sommervorbereitung angeht, weil das sind ja Dinge, an denen du auf jeden Fall arbeiten kannst. Ja. Highlight Skater, die Liste ist lang. Newhook hast du schon angesprochen. Rasmus Dahlin hat eine überragende Runde gespielt. Von Carolina, Jackson Blake, Martin Netschas, Nathan McKinnon, wollen wir auch nicht vergessen, von Colorado. Aber für mich war trotzdem einer besser als alle anderen und das ist Mitch Marner. Ja. Oder? Also ich finde, also nochmal, das Tor in Spiel 6 gegen Anaheim. Also wer das noch nicht gesehen hat, bitte klickt euch rein. Es wird leicht zu finden sein. Also wie du in so einem Spiel, bei dem Druck, bei der Spannung, bei dem, was auf dem Spiel steht, so eine Hütte machen kannst. Zum Tor gefallen, Puck zwischen die Beine durchgezogen und frag mich nicht, ich hätte mir 3 Kreuzbänder gerissen bei der Aktion. Unfassbar. Also seine Zahlen überhaupt in der Runde. 6 Spiele, 5 Tore, 6 Assists, macht 11 Punkte, ein Game-Winning-Goal, ein Powerplay-Tor, 2 Short-Handed Assists, plus 6 Statistik und eine Schusseffizienz von 35,7%. Und das Traumtor gegen Anaheim habe ich gerade auch schon ausgeführt. Also an Mitch Marner kommen wir nicht vorbei. Ja, da freut sich ganz Toronto jetzt im Augenblick. Richtig, ich glaube auch, ja. Nein, er hat hervorragende Playoffs gespielt zum jetzigen Zeitpunkt, ist nicht umsonst Topscorer der Playoffs und was ihn halt sehr, sehr wertvoll macht, ist einfach, dass er ist in jeder Situation auf dem Eis. Er spielt Unterzahl, er ist bei 6 gegen 5 am Ende des Spiels auf dem Eis, wenn du ein Tor brauchst, er ist bei 5 gegen 6, wenn du eins verhindern willst auf dem Eis, er macht alles und macht im Augenblick alles sehr, sehr gut und für mich zum jetzigen Zeitpunkt, ja, mit Freddie Anderson zusammen der beste Spieler der Playoffs. Und jetzt kommt natürlich ein anderes Brett auf ihn zu und dann werden wir sehen, wie er jetzt weitermacht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist er für mich auch der auffälligste und beste Spieler in den Playoffs bis jetzt, ja. Ja, für alle, die es mit Vegas halten, kann ich nur sagen, bleibt dran. Wir haben ja nachher noch die Serie im Western Conference Final gegen die Colorado Avalanche, wo wir genau drauf schauen. Und vielleicht
werden die Golden Knights auch in unseren Schlagschüssen ganz zum Ende auch das eine oder andere Mal auftauchen. Also seid auf jeden Fall gespannt. Lowlight Goalie, Stefan. Auch da wieder mit dem Hinweis, es sind lauter gute Torhüter, die da dabei sind. Alex Lyon für mich ein Stück weit, der hat seinen Stammplatz verloren gehabt bei Buffalo jetzt in dieser Serie. Aber auch Lukas Dostal von Anaheim, nur 2 Siege aus 6 Spielen festgehalten, 86,4% Fangquote, 3,21 Gegentore im Schnitt. Er ist aber halt auch erst 25 Jahre jung. Hat er Lehrgeld zahlen müssen, Lukas Dostal, in dieser Serie gegen Vegas? Ja. Ja, ich glaube, das sind eben diese Dinge, die dir passieren, wenn du das erste Mal dabei bist. Es ist Neuland. Und natürlich hast du dann auch immer Gegenstücke. Werden jetzt viele Eishockey-Historiker kommen und sagen, aber guck doch mal, Ken Dryden, Patrick Roy, Leute, die als Rookies ihre Mannschaft zum Stanley Cup geführt haben, Conn Smythe Trophies gewonnen haben. Alles, ja, stimmt alles. Das sind Ausnahmespieler, die wird es immer geben, hoffentlich. Aber der Fakt ist halt doch, dass du einfach lernen musst, in dieser Situation zu sein und vor allem als Torwart. Der Druck steigt von Minute zu Minute in den Playoffs, von Situation zu Situation und da ist es natürlich für junge Torhüter schwierig, konstant über einen Zeitraum von 2 Monaten auf diesem Level zu spielen und nochmal, es ist wieder eine Situation, ich komme immer wieder aufs selbe zurück. Das, was er jetzt alles dazugelernt hat in dieser Playoff-Serie, das ist so wertvoll und wird ihn mit Sicherheit weiter nach vorne bringen. Anaheim ist eine extrem junge Mannschaft, in der wirklich alle Spieler in diesen Playoffs überperformt haben, sage ich jetzt mal. Da war ja nicht wirklich zu rechnen, dass sie in die zweite Runde kommen. Und diese Spieler haben alle jetzt ein Level gesehen, das sie vorher noch nie gesehen haben. Und auf das sie sich nächstes Jahr viel, viel besser vorbereiten können. Und ich glaube, das ist bei allen jungen Spielern so, für die Saison jetzt erstmal zu Ende ist. Highlight Goalie, ich glaube, da kommen wir an einem Namen nicht vorbei. Aber ich möchte noch einen anderen trotzdem reinwerfen, einfach in einem Nebensatz, um das auch mal ganz kurz zu würdigen. Und das ist Carter Hart, der in der ersten Runde doch stark gewackelt hat. In der zweiten Runde 93,5% Fangquote. So, für alle, die sich jetzt fragen, wie kann man es schaffen, mit 93,5% Fangquote nicht der Highlight-Goalie einer Serie zu sein? Der ruft mal schnell an bei Frederik Andersen von den Carolina Hurricanes. Warum? 4 Spiele, 4 Siege, 1 Shutout, 94,5% Fangquote. Also nochmal ein Regal höher, wenn du so willst. 1,14 Gegentore im Schnitt pro Spiel. Das sind eigentlich Zahlen, also nochmal, auch wenn der in Anführungsstrichen erst 8 Spiele gemacht hat, aber die sind irgendwie nicht von dieser Welt. Und ich finde es insbesondere deshalb so unglaublich, weil zuvor ja eigentlich noch gar nicht wirklich feststand, wer wird denn starten bei den Hurricanes. Du hattest Brandon Bussi, der sehr viele Spiele gemacht hat in der Hauptrunde, der auf jeden Fall ein Go-To-Goalie gewesen wäre für mich. Du hast Piotr Kochetkov, der anders in den letzten Jahren ja eigentlich den Rang ein Stück weit abgelaufen hatte, weil der auch viel verletzt war. Aber es ist Freddy Andersen geworden und wie bitte zahlt er das zurück? Also ich kann es ehrlich gesagt kaum glauben. Ja gut, es ist ja nicht immer nur der Torwart, aber Fakt ist halt auch, ein Grund, warum sie bis jetzt erst 8 Spiele gemacht haben, ist die Leistung von Freddy Andersen und spielt sensationell gutes Eishockey im Augenblick, hinter einer hervorragend strukturierten, extrem hart arbeitenden Mannschaft und er macht den Job auf seiner Position im Augenblick besser als jeder andere. Carter Hart hat mich, zum Lügner gemacht, weil ich eigentlich der Meinung war, dass er die große Schwäche der Vegas Golden Knights in der Serie gegen Anaheim sein wird, weil er mich einfach davor nicht überzeugt hat, aber das ist komplett in die andere Richtung gegangen und jetzt werden wir sehen, ob er diesem Druck weiter standhalten kann gegen eine Mannschaft wie Colorado, aber zum jetzigen Zeitpunkt klares Kopf-an-Kopf-Rennen, Mitch Marner, Freddie Anderson, wenn es um die MVP-Trophy für die Playoffs geht und für mich hat Freddie Anderson da die Nase vorn. Ich meine, nochmal, Carolina hat noch kein Spiel verloren in 2 Runden. Also das ist natürlich schon eine Ansage und die Zahlen sind von einer anderen Welt, die er im Augenblick aufruft. Ja, und jetzt werden wir sehen, ob er diese Leistung halten kann. Ich werde gespannt sein, weil die Pause, also 11 Tage nicht zu spielen in den Playoffs, wirklich komplett aus dem Rhythmus zu kommen,
kann schon ein Problem sein. Auf der anderen Seite hast du es angesprochen, Freddie Anderson ist, glaube ich, 36 Jahre alt, kämpft seit Jahren mit Verletzungen, wird immer wieder zurückgeworfen, muss immer wieder lange pausieren. Vielleicht ist diese Pause jetzt genau das, was er gebraucht hat, und er macht genau da weiter, wo er gegen Philadelphia aufgehört hat. Ja, dann klappen wir die zweite Runde fast zu. Stefan, du bist in der Schweiz im Hotel. Die wichtigste Frage, hast du den wichtigsten Gegenstand mitgenommen aus Ohio, nämlich unseren Tippzettel? Nein. Das ist bitter, weil ich im habe Kopf. Colorado habe ich richtig, Vegas habe ich falsch. Ja, Carolina habe ich auch richtig, und bei Montreal Buffalo kann ich mich nicht erinnern. Da weiß ich Ich meine, du hattest Buffalo in 6, wenn mich nicht alles täuscht. Das weiß ich nicht mehr. Also Möglich. vielleicht habe ich es Sagst du jetzt klammheimlich. wahrscheinlich, weil du Montreal genommen hast. Ja, richtig. Nicht zu Hause auf dem Schreibtisch. Ich kann es überprüfen. Ja, macht es. Also ich hoffe, ich habe mich nicht verguckt. Aber würde es dir natürlich nicht unter die Nase reiben, wenn ich das klammheimlich schon mal zusammengezählt hätte. Also du kommst auf 2 aus 4 Ja. und ich komme auf 3 aus 4, was natürlich so nicht zu erwarten war, weil ich in der ersten Runde komplett versagt habe, aber zumindest konnte ich mein Gesicht ein bisschen retten, was das angeht. Also dann klappen wir es zu, Stefan, dieses Kapitel, zweite Runde in den Playoffs 2026 und schauen auf die Conference Finals. Wir starten in der Eastern Conference. Carolina Hurricanes gegen die Montreal Canadiens, und für mich das Duell zwischen ausgeruht und voll auf Betriebstemperatur. Wir blicken zurück, wir hatten schon gesagt, Carolina Minimalanzahl an Spielen, um bis hierhin zu kommen, 8 Spiele. Montreal dagegen die maximale Anzahl, die du brauchen kannst, um hier hinzukommen, mit 14 Spielen. Dazu kommt, 5 von diesen 14 Spielen waren auch noch in der Overtime. Also die mussten richtig viel abspulen. Für dich, Stefan, was ist jetzt wirklich ein Vorteil? Die Pause oder doch die Spielpraxis? Vorteil wirklich ist die Pause. Also ich meine, das muss man ganz klar so sagen, dass physisch ist es ja unfassbar hart und unfassbar anspruchsvoll, die NHL Playoffs zu spielen und so lange zu spielen über so einen kurzen Zeitraum, so viele Spiele. Deshalb ist die Pause mit Sicherheit ein Vorteil. Klar, wenn es jetzt wieder losgeht in Spiel 1, vielleicht sogar Spiel 2, ist es Momentum, ist der Rhythmus auf der Seite der Montreal Canadiens, aber aufs Große und Ganze hinaus, wenn du mich jetzt fragst persönlich, was wäre mir als Spieler lieber gewesen? Die Pause, ganz klar. Auf der anderen Seite ist es ja, also ich will jetzt nicht sagen offensichtlich, aber du siehst ja, dass bei Montreal was ganz Besonderes passiert. Also zweimal Spiel 7 zu gewinnen, auswärts. Spiel 7 in der Verlängerung zu gewinnen. Wir reden immer über das Momentum, wir reden über spezielle Dinge, wir reden über, ja, fast schon, ich weiß nicht, es ist Montreal, es ist Martin St. Louis, es sind die jungen Spieler, die jungen Wilden, es passiert ja was Besonderes, habe ich vorhin schon gesagt, die Stadt brennt. Ich meine, du hast es gesehen, gestern ist Spiel 7 in Buffalo und das Stadion in Montreal ist ausverkauft, weil alle sich das am Würfel angucken. Und das sind so Besonderheiten, die das natürlich einfach auch so sehenswert machen. Und von daher, sage ich ganz ehrlich, gehe ich eigentlich wieder von einer extrem langen Serie aus. Und ja, für mich, also für mein Fanherz und weil ich es ja immer schon gesagt habe, Carolina ist Vanille, ich wünsche mir Montreal. Ja, von der Stimmung her, wobei in Carolina geht es auch ganz schön ab, das muss man auch ehrlich sagen, aber Sind auch laut, alles wunderbar, und ich will da niemandem was wegnehmen und absprechen, und sie sind auch Favorit, sie sind die bessere Mannschaft auf dem Papier. Sie sind die bessere Mannschaft im bisherigen Playoff-Verlauf. Aber gut, darfst auch nicht vergessen, gibt ja auch so ein bisschen, wie sagt man so schön, so einen Nebenkriegsschauplatz zwischen Carolina und Montreal. Es fing an mit einem Offersheet für Sebastian Aho, dann das Gegen-Offersheet für Kotkaniemi. Also da ist schon so zwischen den Organisationen gibt es schon eine gewisse Rivalität, die ja auch nicht verkehrt ist, und ein bisschen extra Salz in der Suppe, wie man so schön sagt.
Ja, und da packe ich doch direkt nochmal mein Salz aus und werfe mal rein, dass Montreal die Saisonserie auch noch mit 3:0 gewonnen hat. Also Carolina trifft da vielleicht so ein bisschen auf einen Angstgegner. Also deswegen, ich bin echt super gespannt, auch wie die Serie startet. Weil nochmal, du hast das Momentum zwar bei Carolina, aber die haben seit dem 9. Mai, wir haben heute den 19. Mai und die spielen erst übermorgen. Also das Ja. heißt, die haben 12, 13 Tage nicht gespielt. Und dann musst du plötzlich auf höchstem Niveau wieder performen. Hält sich das Momentum, ist meine Frage. Und auf der anderen Seite, klar, Montreal wird irgendwann müde, aber auf der anderen Seite glaube ich schon auch, dass sich diese Euphorie einfach tragen kann. Und Stefan, du hast selbst Eishockey gespielt, ich kenne es jetzt aus einem kleinen Kreis in der Bierliga, aber wenn du diese Euphorie hast, auf dieser Welle reitest, du kannst einfach durch Wände laufen und durchs Feuer gehen. Und also ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze laufen wird. Lass uns ein bisschen tiefer einsteigen und auf die Mannschaftsteile schauen, Stefan. Wir starten mal mit dem Sturm und dem Angriff. Bei Carolina 3 Tore im Schnitt pro Spiel, was okay ist. Powerplay, naja, 13,5%, 12. Da geht noch mehr. Aber wie angesprochen, sie sind extrem schießwütig. 33,9 Schüsse pro Spiel, das ist der Topwert in den Playoffs 2026. Und eben dieser Dauerdruck, der ist wirklich Programm. Also sie machen Dauerfeuer mit Schüssen, konsequentes Vorchecking, Torgefahr aus den ersten 3 Reihen zumindest. Vor allem die Hall, Stankoven und Blake-Reihe, die haben zusammen schon 5 Game-Winner gemacht. Dann hast du so ein paar Dark Horses dabei, Seth Jarvis, finde ich, 4 Punkte, erst ein Tor. Da geht noch was, der spielt mit Ehlers und Stahl zusammen. Verbessert in Runde 2, aber da geht mehr. Und auf der anderen Seite hast du Montreal, 3,07 Tore pro Spiel, ähnlich. Nur 25,1 Schüsse pro Spiel, das ist deutlich weniger als Carolina. Aber heißt auch, sie sind sehr effektiv. Sie haben ein deutlich besseres Powerplay mit 25%, Rang 5. Und wenn wir uns da die erste Reihe anschauen, Caulfield, Suzuki, Slavkovsky, mehr Strahlkraft, würde ich sagen. Enorm viel Strahlkraft, Speed, also alles, was du eigentlich haben willst und sehen willst. Doch die Torgefahr kommt bei den Canadiens tatsächlich aus allen 4 Reihen. Und was auch interessant ist, die haben in jeder einzelnen Reihe auch immer so ein extrem, also wirklich extrem physisches, körperliches Element mit dabei. Mindestens ein Spieler, vielleicht sogar 2. Gerade in der Reihe mit Duck sind da immer mit dabei. Dark Horse für mich, Alex Newhook, irgendwie so ein bisschen unter dem Radar geflogen lange. Der hat schon 7 Playoff-Treffer gemacht, 2 Game-Winner, die du auch schon angesprochen hattest. Ich muss kurz Luft holen. Liegt denn die große Chance, Stefan, der Canadiens in der Offensive? Also genau den Mannschaftsteil, den wir gerade angesprochen haben und vielleicht auch im Powerplay. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die Canadiens haben die individuell, ich will es vielleicht nicht unbedingt besser sagen, aber interessanteren Spieler, denen macht es mehr Spaß zuzuschauen, sage ich jetzt mal. Den Caulfields, Slakowskis, Demidov, Suzuki, die Jungs, das ist Enthusiasmus, das ist Jugend, das ist Skill, Speed, alles. Das sind alles Dinge, die Carolina auch hat, aber Carolina kommt einfach über Systemtreue, über taktische Disziplin, über Arbeitseinsatz. Da ist dann wie man so schön sagt, grizzled vet wie Eric Stahl, ist Eric? Nee, ist nicht Eric. Ist Jordan, Mark, die sind zu viele Brüder. Jordan Stahl. Zu viele Stalls sind Zu viele NHL. Stalls, 4 Stück oder was auch immer. Jordan Stahl. Der aber, ich meine, wir reden über einen Spieler mit über 1200 Spielen Erfahrung, Stanley Cup Siege mit Pittsburgh, der halt auch, der ganz genau weiß, wo es drauf ankommt, der jetzt aber nicht flashy und exciting und super gut aussieht, aber der ganz genau weiß, was er zu tun hat und tagtäglich seinen Job macht. Also du hast so ein bisschen 2 Gegensätze. Das eine ist Montreal, Licht, Feuer, Geschwindigkeit, und dann hast du Carolina für mich, die halt systematisch dich einfach in Grund und Boden arbeiten. Und es ist, wie gesagt, die Defensive für mich bei Carolina wesentlich stärker als bei Montreal, aber ich glaube schon, dass es so, ja, bestimmte Dinge gibt, die Spieler in Montreal in bestimmten Zeitpunkten des Spiels machen können, die jetzt Carolina vielleicht nicht unbedingt hat. Diese Game Breaker, ja, ein Demidov, der dann halt mal 2 Leute austanzt oder ein Caulfield oder ein Suzuki. Nichts gegen Aho, nichts gegen Jackson Blake, Nick Ehlers, alles. Wir reden ja von den letzten 4 Mannschaften der Liga, die noch übrig sind. Also
Da läuft ja kein Blinder mehr rum. Also da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Aber es ist für mich, ich habe einfach mehr Spaß dabei, Montreal zuzuschauen als Carolina. Das ist vielleicht am besten ausgedrückt. Ja. Ja. Schauen wir auf den Mannschaftsteil Verteidigung oder Defensive. Bei den Carolina Hurricanes kann man es eigentlich recht kurz zusammenfassen. Das Bollwerk. Warum? 1,25 Gegentore pro Spiel, Topwert. Zugelassene Torschüsse 25,1, Topwert. 95% Penalty Killing, zweitbester Wert. Aber wenn wir uns jetzt die einzelnen Verteidiger einfach mal anschauen. Sie sind groß, sie sind physisch stark. Ich finde sehr viel Reichweite auch. Sie spielen ganz oft so einen langen Schläger, stehen immer gut in den Pass- und Schusswegen, also gutes Positionsspiel. Outboxing haben wir schon drüber geredet, ich glaube in der letzten Ausgabe. Also die lassen den Gegner gar nicht erst rein, denn die spielen eigentlich gar nicht so hart auf den Körper in der Defensive. Im Vorchecking ist das was anderes, aber in der eigenen Zone eher nicht für Checks bekannt, eher für gutes Positionsspiel. Miller, Walker, Slavin, Chatfield, um da mal ein paar zu nennen. Nikishin ist wieder fit nach der Gehirnerschütterung. Also das sind gute Korps. Ein bisschen enttäuschend noch für mich, Offensivverteidiger Shane Gostisbehere, kein Tor, 2 Assists. Also da geht mehr überhaupt offensiv, finde ich, in der Verteidigung. Erst ein einziges Tor von Verteidigern bei den Hurricanes. Mal schauen, ob ihnen das jetzt nicht irgendwann auf die Füße fällt. Auf der anderen Seite Montreal, 2,71 Gegentore pro Spiel, 7. 28,7 Torschüsse pro Spiel zugelassen, 7. Und schwach im Penalty-Killing, 74,1%, 13. Also das ist schon ziemlich am Ende und mag vielleicht ein bisschen daran liegen, dass die Blue Liner ihre Rolle sehr viel offensiver interpretieren. Vor allem Lane Hudson, der auch eine Augenweide ist. Also ihm zuzuschauen ist eine Freude. 2 Tore, 12 Assists, also 14 Punkte. Er ist Topscorer bei den Montreal Canadiens. Aber ich finde, wenn du in die Tiefe gehst, sie haben auch da Charakterspieler. Wenn du dir die anderen 2 Pärchen anschaust, Matheson und Carrier, zusammen 73 Blocks. Also das sind absolute Puckfresser. Dann hast du Arber Xhekaj und Caden Gooley. Gegen die willst du nicht spielen. Die haben zusammen 88 Checks gefahren. Also da ist auf jeden Fall auch was. Die große Frage, Stefan, kann Montreals Defensive da mithalten? Und der zweite Teil der Frage, in diesem Bollwerk von Carolina, was ich gerade angesprochen hatte, gibt es da eine Schwachstelle? Wo ist die Schwachstelle? Wenn du den Pre-Game-Scout machen würdest, was würdest du Montreal auf den Weg geben? Wie kannst du da durchbrechen? Sehe keine wirkliche Schwachstelle in der Defensive der Carolina Hurricanes zum jetzigen Zeitpunkt. Wie du schon gesagt hast, ihre Verteidigung hat eigentlich ein bisschen was von allem. Ja. Sie hat Physis, sie hat Größe, sie hat schlittschuhläuferische Fähigkeiten. Sie kann sich offensiv ins Spiel mit einbringen. Sie kann defensiv komplett zumachen, sage ich jetzt mal. Also da wird es sehr schwierig. Du siehst es ja an allen Statistiken, sprechen ja dafür, wie schwierig es ist, gegen sie Offensive zu kreieren oder im Endeffekt sogar Tore zu machen. Deshalb brauchst du diese Gamebreaker, diese Spieler, die Dinge tun, die du nicht voraussagen kannst oder vorhersehen kannst, die einfach in der Lage sind, eine 1-1-Situation für sich auszunutzen. Und ich glaube, Montreal hat diese Spieler. Die Defensive der Montreal Canadiens, Lane Hudson, ist auch so ein Gamebreaker. Der kann Dinge machen, die kannst du einfach schwer verteidigen, weil sie purer Instinkt sind. Weil du gar nicht weißt, gefühlt weiß er selber nicht, was jetzt kommt und wie sollst du das dann verteidigen. Aber klar weiß er es aufgrund von seiner Qualität, aber der Punkt ist, dass ich halt eben, wie gesagt, der Meinung bin, Montreal hat mehr Gamebreaker. Aber es wird ein sehr, sehr hartes Stück Arbeit, weil die Defensive von Carolina ist das Prunkstück, ist wahrscheinlich die beste, im Paket die beste Defensive in der NHL. Dann schauen wir noch auf die Torhüterposition. Carolina mit Frederik Andersen, den wir jetzt schon ausführlich besprochen haben, wirklich ein Torwart nahe der Perfektion. Seine Werte haben wir angesprochen. Eine Zahl will ich wirklich noch aus dem Hut zaubern. Das ist die High Danger Save Percentage. Also die Fangquote bei Schüssen aus den gefährlichsten Bereichen auf dem Eis. Das ist unmittelbar vor dem Tor und dem Slot, also dem Bereich zwischen den Hashmarks, zwischen den Bullypunkten. Da kommt Freddy Andersen auf 92,5% High-Danger-Fangquote. Also diesen Wert haben die meisten Torhüter nicht, egal woher die Schüsse kommen. Er hat sie im High-Danger-Bereich, was out of this world ist, man kann es nicht anders sagen. Und auf der anderen Seite haben wir mit Jakub Dobeš, einen Spieler, der erst seinen zweiten Playoff-Run macht,
aber irgendwie schon so ein bisschen zum Playoff-Monster der Montreal Canadiens geworden ist, zumindest nach meinem Empfinden. 14 Spiele, 8 Siege, 2,52 Gegentore im Schnitt, 91% Fangquote, High Danger Save Percentage, kann ich auch loswerden, ist deutlich drunter, 83,8. In Klammern, das ist trotzdem ein sehr guter Wert für Schüsse aus diesem Bereich. Unterm Strich, Stefan, 2 Namen, muss man trotzdem sagen, die jetzt nicht zu der ganz großen Goalie-Gilde gehören, zumindest was den Klang angeht. Was glaubst du, wer zieht dieses Duell? Ja, du hast mit Anderson den Routinier, dessen Zahlen alles in den Schatten stellen und für sich sprechen. Und du hast mit Dobis jetzt der den letzten Save macht. Der mich so ein bisschen im Augenblick natürlich auf ein bisschen kleinerem Level, aber so ein bisschen an die gute alte Schule erinnert, diese Grant Fuhr, der halt beim Stand von 5-5 sagt, ist okay, Jungs, ich lasse jetzt keinen mehr rein, ihr müsst nur noch eins schießen, so ungefähr, und dann reicht das schon. Also da sind jetzt die Zahlen natürlich nicht so, wie sie bei Anderson sind, aber der Fakt ist ja, im Endeffekt zählen ja nur Siege und Siege haben sie beide die gleichen im Augenblick. Ja? Haben beide acht Siege geholt und fertig. Und da ist die Statistik gleich und das ist ja im Endeffekt die einzige Statistik, die wirklich zählt. Und wie du dann dahin kommst, ist völlig egal. Ja? Klar, Anderson hat noch nicht verloren, alles wunderbar, das spricht alles für ihn. Aber die Siege sind dieselben und sie sind beide am selben Zeitpunkt jetzt und das ist das Einzige, was zählt. Die große Frage ist ja, wie reagiert Carolina, wenn es dann mal eine Niederlage gibt? Das wissen wir noch gar nicht. Also kann auch sein, dass es dann ganz schnell wieder in die andere Richtung gibt. Gab es ja auch schon, war das letztes Jahr, als sie mit einem Sweep reingekommen sind ins Eastern Conference Final und dann einfach von Florida gesweept wurden. Also ein Reverse-Sweep sozusagen. Also ich bin gespannt, wie es ausgeht. X-Faktor für dich, Stefan, du hast es jetzt schon gesagt, Spieler, die den Unterschied ausmachen können oder unvorhersehbar spielen. Vielleicht auch die Auswärtsbilanz von Montreal. Die haben 6 von 8 Auswärtsspielen gewonnen, was absolut Wahnsinn ist, mit 27-19 Toren, auch besser im PK und besser im Powerplay auswärts, warum auch immer, wenn du daheim eines der lautesten und euphorischsten Stadien hast, aber gut, Saisonserie 3-0 für Montreal, bleibt nur noch unsere Prognose, Stefan, ich bin gespannt, wie du tippst. Ja gut, warum aufhören jetzt zweimal schon 7 Spiele, dann sage ich halt wieder, Montreal in 7. Sag's nicht, ich tippe genau dasselbe und nachdem ich jetzt ja so aufholen konnte, kann ich jetzt auch nichts anderes sagen. Also wir sind uns einig, Stefan, ich sage auch, Montreal in 7 ist damit auch offiziell festgehalten, aber gut, im Endeffekt, da gibt es dann eh keinen Unterschied, sondern die Serie in der Western Conference muss dann den Unterschied ausmachen und die heißt Colorado Avalanche gegen die Vegas Golden Knights. Ein Duell zweier wirklich gewaltiger Offensiven. Colorado hat die beste in den Playoffs, Vegas die drittbeste. Beide haben eine enorme Qualität, sowohl in der Spitze als auch in der Tiefe. Also würde ich vorschlagen, wir buddeln uns direkt ein in die Offensiv rein, in den Sturm und schauen auf Colorado. Die haben 4,11 Tore pro Spiel, Bestwert. Powerplay hat sich verbessert. Das war in der ersten Runde noch gar nichts. In der zweiten Runde deutlich besser. Mittlerweile stehen sie da bei 25%, voll okay. Viele Schüsse auch, 32,6 pro Spiel. Arturi Lehkonen wird wahrscheinlich fit, was eine gute Nachricht ist. Da ist die spannende Frage, ob er dann wieder zurückkehrt in die Top-Reihe mit McKinnon und Netschas oder ob Landeskog McKinnon Netschas bleibt, denn auch die haben ordentlich Eigenwerbung betrieben. Dark Horse ist für mich ein Nicolas Raw. Den hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Der hat schon 3 Tore, 3 Assists, darunter 2 Game-Winner. Also auch er so ein Spieler, der aus dem Nix kam. Auf der anderen Seite Vegas, 3,67 Tore pro Spiel. Gutes Powerplay mit 25,7% und sie haben eben diese gefürchtete Top-Reihe mit Mitch Marner, dem Playoff-Topscorer, 18 Punkte, 2 Game-Winner, Carlson, der neu dazugekommen ist, Wild Bill, einer der Vegas-Born-Spieler, also einer der Jungs, die von Anfang an mit dabei waren, als diese Franchise konstruiert wurde und für mich das Dark Horse bei den Golden Knights, Brett Howden, 8 Tore, davon 2 Game-Winner, für mich die Reihe bei den Vegas Golden Knights, ich habe es gerade schon gesagt, brutal, was die in der Offensive auffahren können, Stefan. Aber interessant aber hier. Sagen, vergiss nicht Jack Eichel, Pavel Dorofeev. Ich meine, da ist schon einiges da, so ist es nicht. Ja, und vor allem die Herangehensweise, und das ist für mich das Spannende jetzt hier im Angriff, ist ja eigentlich komplett unterschiedlich, oder? Colorado kommt über Tempo, Spielfreude, so ein bisschen Dauerfeuer.
Und auf der anderen Seite, Vegas kommt komplett über Physis und Torraumpräsenz. Also aggressives Vorchecking, 1, 2 Leute vorm Tor, dreckige Abfälscher, Abstauber. Was siehst du jetzt vorne? Das System Colorado, das System Vegas. Wer macht das besser jetzt in diesem Western Conference Finale? Also mein Tipp bleibt weiter Colorado in dem Sinne, weil ich einfach bis zum jetzigen Zeitpunkt, ja, weil sie für mich besser gespielt haben zum jetzigen Zeitpunkt als Vegas. Kommt auch noch dazu, dass du mit Cale Makar den besten Verteidiger im Eishockey hast, der zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich noch eine relativ ruhige Playoffs gespielt hat, der zu jedem Zeitpunkt ausbrechen kann. Wer würde sagen, dass es nicht passieren kann, dass Cale Makar jetzt auf einmal 15 Punkte in den nächsten 6 Spielen macht oder so? Das kann ja auch immer noch passieren. Aber Vegas überrascht mich schon so ein bisschen. Ich hatte sie irgendwie nicht so wirklich auf dem Schirm nach der regulären Saison. Ich hielt ihre Torhüterposition für zu schwach. Ich hielt sie auch für in Abstrichen zu langsam und zu alt für einen langen Lauf in den Playoffs, aber sie spielen ihr Eishockey, so wie du es gerade eben schon hervorragend beschrieben hast. Ihr Spiel ist aus den Ecken heraus, ist dieses Grind, die Scheibe in die Ecken, dann die Zweikämpfe gewinnen zum Tor, Scheibe von der blauen Linie, ohne große Umstände zum Tor, um dann dort über Physis zum Erfolg zu kommen. Und da wird man sehen, wie das funktioniert gegen eine extrem schnelle, explosive Mannschaft wie Colorado, die, wie du sagst, wirklich sehr, sehr viel über Tempo macht, die unglaublich schnell die neutrale Zone überbrückt, viele Tore aus dem direkten Gegenzug schießt. Und das sind zwei wirklich Gegensätze in dem Sinne, wie man zum Erfolg kommen kann. Aber ich glaube, dass Colorado zum Beispiel kann auch dieses Grind-Game spielen. Sie haben schon auch diese Spieler dafür. Ich meine, Nathan MacKinnon bei aller Explosivität und Geschwindigkeit ist er auch ein Büffel. Der kann ja auch in der Ecke Leute über den Haufen fahren und kann sich vor dem Tor positionieren, ohne dass du ihn bewegst. Dann kommt noch Nichushkin kommt auch noch dazu mit seinen fast 2 Metern und 120 Kilo. Und wir haben alle schon gesehen, wenn der mal ins Rollen kommt, dann wird es extrem schwer. Du hast Kadri jetzt noch dazu, der auch diese Sorte Eishockey spielen kann, der dir unter die Haut geht, der dem Torwart unangenehm wird. Und das sind Sachen, ich glaube einfach, dass Colorado mehr Möglichkeiten hat, ihr Spiel zu variieren. Ich glaube, weil dieses Tempospiel, das kann Vegas nicht. Das wirst du von ihnen nicht sehen. Ich glaube, das fehlt ihnen ein bisschen. Und weil Colorado eben in der Lage ist, ihr Spiel auch dementsprechend der Situation anzupassen, sehe ich sie vorne. Umso interessanter vielleicht der Blick genau deshalb auf die Verteidigung. Bei Colorado 2,56 Tore im Schnitt, Gegentore pro Spiel, viertbester Wert. Penalty Killing könnte besser sein, 79,3%. Aber sie haben eben da diese Superstar-Power, die du angesprochen hast, Stefan, mit Cale Makar, einer der besten Offensivverteidiger in der Liga, wenn nicht sogar der beste. Taves, der mit ihm in der Reihe spielt, super verlässlich, super punktestark auch bis hierhin. Malinsky kehrt zurück, also die Pause hat ihnen gut getan, der ist fit geworden, der wird wohl spielen können. Dann hast du ja trotzdem noch so Spieler wie Brett Kulak, der super funktioniert hat als Neuzugang. Brent Burns, nochmal ein super erfahrener Spieler, der vielleicht jetzt die letzte Chance hat, nochmal einen Stanley Cup zu gewinnen. Und auch da habe ich noch einen Fun-Fact rausgeholt. Wir hatten es doch, Stefan, in der letzten Episode der Hauptrunde über einen Troy Terry von Anaheim, der einfach die letzten Checks im letzten Spiel gefahren hat, überhaupt in der Saison. Ja. So, und jetzt komme ich wieder mit so einer Check-Statistik ums Eck. Ja. Cale Makar hat bis hierhin noch keinen einzigen Check gefahren. In den Playoffs? Ja. Wie ist das möglich? Ja gut, seine schlittschuhläuferischen Fähigkeiten sind so gut, dass er sehr, sehr viele Probleme, die er bekommt, mit den Füßen und seinem Schläger lösen kann, ohne einen Check zu fahren. Was ich glaube, was der wirkliche Punkt ist, ich glaube, er ist verletzt. Ich glaube, Cale Makar ist nicht zu 100% fit. Er hat ein körperliches Problem und wird sich deshalb physisch zurückhalten. Das ist eigentlich mein
mein erster Eindruck, den ich in der Situation habe. Und deshalb ist das, glaube ich, so. Wer weiß, was jetzt in dieser Pause passiert ist. Vielleicht ist er gesünder geworden, um auch physisch wieder aktiver zu werden. Das müssen wir abwarten. Aber ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass er irgendeine Verletzung hat, die wir natürlich erst wieder, wenn überhaupt, im Juli erfahren werden. Da hast du vollkommen recht. Er hat jetzt auch einige Trainings ausgelassen, die sie jetzt ja hatten. Lange spielfreie Zeit, viele Trainings. Er hat zuletzt gefehlt. Ist nichts Wildes. Also Jared Bednar, der Trainer, hat gesagt, er kann spielen. Aber ihm tut die Pause wirklich gut, was ja ein eindeutiges Zeichen dafür ist, dass Cale Makar eben angeschlagen und nicht 100% fit ist. Also da haben wir die Erklärung auf jeden Fall dazu. Schau noch auf die Verteidigung von Vegas, die ist ähnlich stark. Im minimalen prozentualen Bereich 2,58 schlechter, 5 bester Wert. Starkes Penalty Killing, 86,8%. Da kommt auch McNabb zurück, der sehr wichtig ist, ein Defensivverteidiger, der auch abräumen kann, der Checks fahren kann, der Schüsse blockt. Und dann hast du auch ganz viele Puckfresser, wie ich sie immer so gerne nenne, also Spieler, die Schüsse blocken mit Theodore, 35 Blocks, McNabb 22, Hanifin 21, Anderson 19. Also die 4 zusammen haben alleine schon 97 Schüsse geblockt in den Playoffs. Welche Verteidigung siehst du da vorne? Die schnellen und offensiven Avs oder eher die physisch starken Puckfresser von Vegas? Ja, habe ich Carolina vorne, einfach aufgrund der Personalie Makar und Taves. Das ist das beste Duo in der Liga für mich und Cale Makar ist für mich der beste Verteidiger der Liga auf der Welt für mich und da deshalb, wenn du so einen Spieler in den Reihen hast, dann führst du die Kategorie an in meinem Buch. Dann haben wir noch die Torhüterposition. Colorado hat mit 2 Torhütern gespielt bisher hin. Scott Wedgwood, der eher der Starter war, 7 Starts, 7 Siege, 91,4% Fangquote und die High Danger Save Percentage 85,2. Mackenzie Blackwood wurde auch mal reingeschmissen und auch 2 Starts hat er bekommen. 1 Sieg, 87,2% Fangquote, High Danger Save Percentage, nicht so gut, 68,8%. Und auf der anderen Seite Carter Hart, über den wir ganz am Anfang schon ein bisschen gesprochen haben, der hat in allen Spielen gestartet, also der ist voll drin. Anfangs wackelig, jetzt stabiler. Seine Zahlen alleine für die zweite Runde, 91,7% Fangquote, 2,37 Goals Against und 87,7% High Danger Fangquote. Also richtig gute Werte, aber auch da muss ich sagen, vom Namen, also rein vom Namen her, nicht Elite, was da spielt. Da gibt es bessere Torhüter in der Liga. Also wer zieht dieses Goalie-Duell, Stefan? Ich gehe mit der Konstanz und gehe mit Colorado, mit Mackenzie Blackwood und Partner. Und ich halte mich wieder fest, er hat mich zwar Lügen gestraft in der zweiten Runde, aber ich glaube trotzdem, dass Carter Hart der Schwachpunkt ist bei den Vegas Golden Knights. Er hat dieses Jahr nicht besonders viel gespielt und klar, sicherlich John Tortorella und er haben eine Vergangenheit aus Philadelphia. Das ist blindes Vertrauen, was er ihm im Augenblick auch zurückzahlt, aber ich halte ihn trotzdem für einen Schwachpunkt und lege mich deshalb da auch auf dieser Position bei Colorado fest. Große Frage noch nach dem X-Faktor. Für mich könnten es die Special Teams sein. Was ist für dich der Faktor, der diese Serie entscheidend beeinflussen wird? Ich glaube, dass die allgemeine Tiefe, sage ich jetzt mal, von Colorado der X-Faktor sein wird. Spieler wie Nazem Kadri, Spieler wie Nichushkin, die zum jetzigen Zeitpunkt, die viel Erfahrung haben, die Stanley Cups gewonnen haben schon, die Situation alle durchgemacht haben. Klar, bei Vegas sind auch Jungs dabei. Aber ich sehe Colorado einfach als tiefere, besser besetzte Mannschaft, die eben mehr im Tank hat und mehr Antworten auf die Probleme finden wird als Vegas. Ja, das glaube ich schon auch. Saisonserie war 2:1 für Colorado. Einmal ging es in die Overtime, einmal ins Penalty-Schießen. Also es war knapp. Auch der einzige Regulation-Sieg war mit nur 2 Toren Unterschied. Also es ist eng zwischen den beiden Mannschaften. Deswegen die Frage, wer zieht die Serie? Wie schaut dein Tipp aus, Stefan? Colorado in 5. Oh, okay. Ist notiert. Ich habe Colorado in 6 tatsächlich. Okay. Also Colorado in 5. Das heißt, wir brauchen keinen Tiebreaker, sonst hätte ich dich gefragt, wer mehr Punkte macht, McKinnon oder Marner. Aber gut, brauchen wir in dem Fall nicht. Ich freue mich unfassbar auf beide Serien. Das wird wirklich nochmal Eishockey at its best. Und werfen jetzt nochmal einen Blick auf die 6 Schlagschüsse zur Lage
in der Liga. Und wir müssen starten, Stefan, mit dem ersten Schlagstoß und der Draft Lottery 2026. Die ist in der Zwischenzeit passiert. Unfassbar viel Losglück für gleich zwei Mannschaften, nämlich zum einen die Toronto Maple Leafs, die jetzt als erstes ziehen dürfen. Da stellt sich dann die große Frage, wird es Gavin McKenna oder wird es Ivar Stenberg und danach die San Jose Sharks, wo man eigentlich jetzt sagen könnte, ja, die kriegen dann den Toronto nicht zieht. Aber ich als Sharks-Fan weiß natürlich, wir brauchen dringend einen Verteidiger. Dringend. Jetzt hat dieser Draft sehr, sehr viele gute Verteidiger. Aber auf der anderen Seite, du kannst doch einen Ivar Stenberg, wenn er denn verfügbar ist, nicht ziehen. Also ganz ehrlich, ich habe mir seit der Draft-Lottery wirklich den Kopf zermartert. Was würde ich als Mike Greer tun? Ich würde Stenberg oder McKenna holen. Wie würdest du entscheiden? Ja, aber weißt du, was dieser zweite Pick wert ist in einem Trade? Man überlegt, was du für einen gestandenen, möglicherweise Verteidiger bekommen kannst für deine Organisation, wenn du dich dazu entscheidest, diesen Pick zu tauschen. Wird das passieren? Ich halte es für sehr, sehr möglich. Wahrscheinlich will ich immer nie sagen, aber ich halte es für gut möglich. Das ist absolut eine Spur, die man erkunden muss, wenn man San Jose ist. Im Gegenteil, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Das ist ja wirklich, also dieser First Overall Pick für die Toronto Maple Leafs. Selten kann ich mich daran erinnern, dass das so viele Fragen aufgeworfen hat. Wo geht's hin für die Toronto Maple Leafs in dieser Situation jetzt? Mit dem, was sie jetzt haben in ihrer, mit neuer Trainer, was ist das jetzt, der 5. oder 6. Trainer für Austin Matthews, seit er in der Liga spielt. Man muss jetzt wirklich, wenn man die Toronto Maple Leafs ist, sich ernsthafte Gedanken machen, was ist für meine Zukunft am besten. Da kann es sogar sein, dass Austin Matthews getradet wird im Sommer und dass du dir Gavin McKenna holst von mir oder Ivar Stenberg holst und dich dann komplett neu aufbaust und sagst, okay, Rebuild, hier sind meine Jungs. Ich meine, darfst du auch nicht vergessen, nächstes Jahr wird aller Voraussicht nach ein Spieler wie Landon Dupont an Nummer 1 zu haben sein. Also es gibt unfassbar viele Optionen jetzt, die ja das Ganze für mich so hochinteressant machen. Dann kommen wir zu San Jose. Du hast einen der besten jungen Kerne, was Stürmer angeht in der gesamten Liga. Brauchst du da noch McKenna oder Sternberg? Nein. Hättest du sie gerne? Ja. Oh ja. Also ich meine, aber was kannst du mit diesem Draft-Pick alles anstellen? Was ist jetzt, wenn die Vancouver Canucks kommen und sagen, ich gebe dir Philip Roenick und meinen First-Round-Pick? Ist es das wert, dass du einen gestandenen, guten, offensiven, rechten Verteidiger mit einem guten Vertrag in deine Organisation holst? Vielleicht nicht Roenick, vielleicht ist es ein anderer. Es gibt gute Verteidiger auf dem Markt. Du musst dir wirklich jetzt, wenn du Mike Greer bist, alles anschauen. Du musst jede Situation auslotsen. Du kannst nicht blind sagen, ist mir völlig egal, ich ziehe an Nummer 2. Wer von diesen beiden Stürmern da noch da ist, wird mein Spieler. Kannst du nichts verkehrt machen, aber du musst deine Optionen ausloten, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, Stefan, hättest du doch aber das 20. Pick in diesem Draft auch noch. Wir haben darüber gesprochen, dass es insbesondere für Verteidiger ein tiefer Draft ist. Also du könntest schon auch den bestverfügbaren Spieler nehmen mit McKenna oder Stenberg und dann an 20. Stelle noch einen sehr, sehr guten, vielversprechenden Verteidiger ziehen und dann im Sommer zum Beispiel über Free Agency, Radish zum Beispiel. Free Agency existiert nicht mehr im heutigen Eishockey. Da sind keine Spieler mehr da, die dich auf Anhieb. Die Zeiten sind vorbei. Und der Verteidiger, den du an 20 holst, der wird erst in 3-4 Jahren wirklich attraktiv für dich. Du kannst dir sofort weiterhelfen. Stell dir mal ein Paket vor, 2. und 20. Pick, was du da möglicherweise für einen Verteidiger bekommen könntest von einer Organisation, die vielleicht in einen Rebuild gehen will oder Aber Stefan, wer? Also bei Toronto, ich würde keinen einzigen Verteidiger holen wollen. Bei Toronto gibt es jetzt niemanden, aber es gibt gute Verteidiger, es gibt hervorragende Verteidiger. Jetzt hau ich dir einen raus. Ich biete den Detroit Red Wings Nummer 2 und Nummer 20 an für Mo Seider. Ja, aber die Red Wings werden doch Mo Seider niemals ziehen lassen.
Also Ja, mit Handkuss unterschreibe ich dir diesen Trade, mit ja Handkuss. klar, natürlich sagst du Aber als San Jose, mache ich sofort. Aber die Fragen muss ich stellen, wenn ich San Jose bin. Diese Fragen muss ich, diese Route, diese Angel muss ich ins Wasser schmeißen. Die Fragen muss ich stellen. Ich meine, Detroit kommt nicht weiter. Auch mit Mo Seider sind sie jetzt seit 10 Jahren nicht in den Playoffs. Und da muss sich was tun. Mo Seider wäre natürlich nicht der Spieler, den ich abgebe. Aber ich muss diese Fragen stellen, wenn ich San Jose bin. Ich muss anrufen bei diesen Vereinen für diese Leute, um rauszufinden, was denn wirklich die Lage ist. ja. Vielleicht ist jetzt Mo Seider in dem Sinne kein gutes Beispiel, aber es gibt andere gute junge Verteidiger. In Ottawa ist irgendwie Stillstand eingekehrt. Was ist mit einem Jake Sanderson zum Beispiel? Oder Ja, aber für einen Second Overall Pick, wenn Ivar Stenberg auf dem Tisch liegt, also ich weiß nicht. Also da würde ich wirklich sagen, für Mo Seider ja, vielleicht noch für Edvinson plus Sandim Pellica, auch Detroit, okay. Aber nochmal, um auf meine Ausgangsfrage zurückzukommen, Stefan, wenn sie nicht traden und picken ja. müssen, wen pickst du? Pickst du jetzt den vermeintlichen Top-Verteidiger, der aber sehr viel schlechter ist als wahrscheinlich Stenberg, oder pickst du Stenberg? Weil stell dir das mal vor, Macklin Celebrini neben Ivar Stenberg, ich meine, die würden diese Liga zerpflücken. Ja, aber okay, wenn Toronto nicht Steinberg nimmt, den kompletten, den sicheren Pick, oder Toronto nimmt Steinberg und nimmst du McKenna? Ja, klar. Ja? Machst du? Ja. Oder Mo Seider aus Detroit. Ich glaube, du musst wirklich alle. Ich meine, San Jose hat das große Glück, dass sie eigentlich nicht viel verkehrt machen können. In dem Sinne. Wenn San Jose sagt, du, wir bleiben einfach da, wo wir sind und wir nehmen der übrig bleibt, dann machst du nichts verkehrt. Das ist kein Druck, weißt du, wie ich meine? Okay, gut, dann nehme ich halt McKenna, wenn er da ist. Oder ich nehme Steinberg, wenn er da ist. Druck in dem Sinne hat Toronto. Ja, Toronto, McKenna, Kanadier, flashy, hin oder her, aber muss man erstmal abwarten, wie sich das in der NHL macht. Ja? Steinberg ist mit Sicherheit der sicherere Pick. Weißt du, wie ich meine? Das wird ein gestandener, guter Top-NHL-Spieler. Macht der, wenn sie beide am Zenit ihrer Karriere ankommen, dieselbe Anzahl Punkte wie ein McKenna? Vielleicht nicht, aber vielleicht spielt er das bessere Allround-Eishockey. San Jose ist in einer Position, die ist einfach traumhaft. Die können nichts verkehrt machen, die können alle Wege, sage ich jetzt mal, sich anschauen, die können warten, bis das Telefon klingelt, und das wird klingeln, und dann können die sich wirklich für ihre Organisation in einer Art und Weise aufstellen, die sie für Jahre hinweg besser macht. Ja. Also Stefan, ich glaube, wir machen für nächstes Jahr einfach einen San Jose Sharks Podcast auch noch, weil ich könnte einfach endlos jetzt über diesen einen Schlagschuss mit dir diskutieren. Du bist in einer guten aber du Position, nicht. Ja. Kriegen wir hin, Stefan. Aber wir müssen zum zweiten Schlagschuss kommen. Eigentlich sollten die ja im Schnellfeuer abgeschossen werden. Jetzt haben wir gleich eine Salve bei einem Thema abgeschossen. Aber es kommt ja tatsächlich der zweite Schlagschuss für heute. Die Trainerentlassung bei den Maple Leafs, die du gerade selbst schon angesprochen hast. Craig Berube wurde gefeuert. Noch ist kein Nachfolger ernannt worden. Ein nachvollziehbarer Schritt für dich nach der kurzen Zeit. Und wer wäre denn ein guter Trainer für die Toronto Maple Leafs? Ich glaube, nachvollziehbarer Schritt einfach deshalb, weil du als Manager deinen Trainer etablieren willst, und ja gut, die Maple Leafs natürlich auch eine katastrophale Saison gespielt haben. Ich halte Greg Berube weiterhin für einen hervorragenden Trainer. Es hat halt einfach nicht funktioniert, ist so. Von daher für mich komplett nachvollziehbar. Ich glaube, Toronto braucht was komplett anderes. Diese harte Hund, sage ich jetzt mal, in dem Sinne funktioniert bei ihnen nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Manny Malhotra eine große Chance oder eine Alternative ist. Ich könnte mir einen Knoblauch vorstellen in Toronto, der eine Alternative ist. Ich sehe Cassidy eher nicht als denjenigen, der in Toronto dazu passt. Ich glaube, dass sie ein bisschen in die andere Richtung gehen werden. Es ist eine Mannschaft, die aufgrund von Chaikas Vergangenheit unfassbar viel auf analytische Dinge achten wird. Das heißt, dass es auch im Endeffekt ein Trainer sein könnte, den wir jetzt im Augenblick noch gar nicht auf dem Schirm haben, der aber sich spezialisiert auf die Analyse, und von daher muss man da ein bisschen abwarten. Ich bin gespannt auf die Toronto-Situation, weil ich einfach,
gut, auch kein sehr großer John Chaika-Fan bin, auf die Art und Weise, wie das damals in Arizona alles abgelaufen ist. Man wird sehen, wie das weitergeht dort. Aber ja, ich glaube, dass es ein Trainer wird, den jetzt vielleicht noch gar keiner auf dem Schirm hat. Schlagschuss Nummer 3 geht um Chris Knobloch, denn auch der ist entlassen worden bei den Edmonton Oilers. Noch gibt es keine Nachfolger. Hat es sich so ein Stück weit abgezeichnet, gab ja auch schon so ein bisschen Kritik durch die Blume während der Saison von Spielern. Unter anderem die großen zwei, Connor McDavid und Leon Draisaitl, haben da so ein paar Aussagen getroffen. Selbe Frage hier, der richtige Schritt aus Sicht von Edmonton, und wer passt denn als neuer Trainer gut zu den Oilers? Ja gut, eigentlich der komplett unvermeidbare Schritt, nachdem bekannt geworden ist, dass sie versucht haben, Bruce Cassidy zu interviewen oder zum Vorstellungsgespräch zu bekommen und das von Vegas abgelehnt worden ist. Die Sekunde, wo das bekannt wird, kannst du Chris Knobloch nicht mehr halten. Der sitzt ja auch da und sagt, ihr könnt mich kreuzweise. Und dann kommt noch dazu, dass er einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat, der noch nicht mal angefangen hat. Also meiner Meinung nach zwei extrem schwache Entscheidungen des Managements der Edmonton Oilers, wo doch einiges schief läuft in den vergangenen 6 Monaten, sage ich jetzt mal. Es tut uns als deutschen Eishockey-Fans natürlich immer weh, weil wir Erfolg für Leon Draisaitl sehen wollen, aber der Fakt ist, dass da einiges im Argen liegt in Edmonton und ja, und wir kommen halt wieder. Was ist es jetzt? Connor McDavid ist jetzt seit 10 Jahren in der Liga und das ist jetzt auch schon sein 5. oder 6. Trainer, mit dem man sich beschäftigen muss. Und das ist ja natürlich keine Kontinuität. Und es zeigt dir halt dieses Geschäft auf. Du bist Trainer, du kommst 2 Jahre hintereinander ins Stanley Cup Finale und du fliegst in der ersten Runde raus und du bist deinen Job los. Das ist nun mal so. Ich meine, wenn man sein Winning Percentage ist wahrscheinlich weit über 600. 2 Finalteilnahmen und auf Wiedersehen. Zeigt dir, wie hart dieses Geschäft ist. Unsere Schlagschüsse bauen heute aufeinander auf, deswegen Schlagschuss Nummer 4 geht um Bruce Cassidy und die Vegas Golden Knights. Bruce Cassidy ist nicht mehr Trainer in Vegas und trotzdem geben die Golden Knights ihn nicht frei für Gespräche mit anderen Mannschaften oder zumindest gesichert für Gespräche mit den Edmonton Oilers. Was hat denn Vegas davon, Stefan? Das macht sie einfach deswegen zum unsympathischsten Club der Liga. Das ist reines Gamesmanship von ihnen. Fakt ist, die Liga, irgendwann schaltet sich die Liga ein und sagt, jetzt ist genug. Du kannst ihm nicht einfach das verbieten und die berufen sich dann in dem Sinne auf ihr vertragliches Recht und sagen, doch, das darf ich. Aber du kannst dem Mann ja nicht verbieten zu arbeiten in dem Sinne. Also das ist Gamesmanship, das ist Vegas, das ist George McPhee und Brad McCrimmon, die dann halt sagen, wir machen das jetzt so, wie wir das wollen und ihr wartet jetzt einfach mal ein bisschen. Das ist Vegas. Macht sie auf der einen Seite erfolgreich, für mich jetzt eher unsympathisch, für den einen oder anderen deshalb sympathisch, aber das ist einfach eine Situation, die sie jetzt kurzzeitig für sich selber ausnutzen, aber die nicht haltbar ist in dem Sinne, ja. Ja, also Stefan, du donnerst schon ordentlich rein an Schlagschüssen heute ins Mikrofon, verbal. Deswegen freue ich mich sehr auf den 5. Schlagschuss. Der baut nämlich genau darauf auf, denn die Golden Knights wurden aufgrund von, ich zitiere, eindeutigen Verstößen gegen die Medienrichtlinien nach dem Einzug ins Western Conference Finale gegen Anaheim in Spiel 6 sanktioniert. Die große Frage, was ist passiert? Trainer John Tortorella, der stand nach dem Spiel nicht zur Verfügung für Interviews. Die Kabine wurde nicht für Medien aufgemacht. Das ist eigentlich gang und gäbe in der National Hockey League. Ist auch sogar gefordert oder verlangt. Ja. Es waren nur 2 Spieler auf dem Podium, also das kann man sich vorstellen wie eine Pressekonferenz, mit dem Hinweis von den Spielern, dass der Bus in 10 Minuten abfahren würde. Also nochmal, normal wird anders gearbeitet, das kann ich auch bestätigen, da wird auch sehr großer Wert drauf gelegt, dass Spieler verfügbar gemacht werden, dass die Kabine offen ist, dass der Trainer auf jeden Fall zur Verfügung steht, da sind die sehr, sehr gut organisiert, das muss ich wirklich sagen, also die komplette Liga. Jetzt gibt es eine Strafe, Vegas verliert ein Zweitrunden-Draft-Pick, also eine drakonische Strafe und John Tortorella muss $100.000 Strafe zahlen. Laut der Liga gab es schon zuvor Verstöße und Warnungen,
aufgrund dieser nicht eingehaltenen Medienrichtlinien. Stefan, du lachst schon. Vegas. Ja, Vegas. Aber war das ein Stück weit eine Reaktion auf diese Einspielsperre für McNabb? Ist das wieder typisch Tortorella? Ist das wieder typisch Vegas, dieses Bad Boy-Image, was sie da weiter pflegen? Also wenn's nur eine Reaktion auf das Spiel Sperre war, dann muss ich sagen, haben sie das teuer bezahlt. Also ein Second-Round-Draft-Pick abzugeben im kommenden Draft ist ja ein Brett. Ja. Ist für mich völlig unverständlich, sage ich ganz offen, ist auch nicht nachvollziehbar, aber ist halt Vegas, ist halt John Tortorella, klar, der auch noch dazu, der ist ja gerade mal erst seit 4 Wochen da gefühlt, aber es ist halt Vegas, die machen die Dinge so, wie sie wollen. Sie, klar, passen sich in dem Sinne an oder halten sich an die Regeln, aber wenn es ihnen halt nicht passt, dann machen sie es nicht, das ist Vegas und das kannst du gerne machen, wenn du so erfolgreich bist wie diese Organisation, dann werden solche Dinge halt nicht besonders in Frage gestellt vom Besitzer, sage ich jetzt mal von mir aus. Ja? Und wenn du jetzt dann nochmal 8 Jahre hintereinander nicht in die Playoff kommst, dann kannst du dich auch dementsprechend nicht verhalten, weil dann fliegt dir das ganz schnell um die Ohren. Und deshalb, ja, das ist Vegas, so sind sie halt. Ja. Mal akzeptieren. Also, zur Ehrenrettung von den Golden Knights, schaut euch unbedingt ein Spiel live dort an. Es gibt wenig, was wirklich, ich muss es sagen, geiler ist als ein Spiel in Las Vegas. Also das noch zur Ehrenrettung. Der 6. Schlagschuss, Stefan, um gut aufzuhören mit 2 sympathischen jungen Herren, bitten wir nochmal zum Coffee with the Sedins, denn Daniel und Henrik Sedin, die werden Presidents of Hockey Operations bei den Vancouver Canucks. 2 Legenden kehren zurück und dabei gerät dann die eigentlich wichtigste Personalie fast so ein bisschen in den Hintergrund, denn ganz nebenbei haben die Canucks auch noch einen neuen General Manager installiert mit Ryan Johnson, der da übernimmt. Was kannst du uns über Ryan Johnson sagen und was glaubst du denn, wie gut passt das jetzt mit den beiden Sedin-Zwillingen in Vancouver? Helfen die der Mannschaft wieder auf die Sprünge? Ja, schwierig. Kann man jetzt so in dem Sinne, wieder musst du abwarten. Ich meine, nicht jeder Spieler, der eine Legende ist beim Club oder da lange Jahre als Spieler tätig war, ist dann im Endeffekt die richtige Lösung für so eine Position im Büro. Ryan Johnson ist seit Jahren dort, war umworben von vielen anderen Clubs. Vancouver hat sich letztes Jahr klar positioniert, indem sie gesagt haben, nein, du kannst nicht mit anderen Vereinen sprechen, haben seinen Vertrag verlängert, haben ihn jetzt zum Chef gemacht, obwohl es ein bisschen länger gedauert hat als erwartet. Absoluter Eishockey-Fachmann, aber die Chefs, das letzte Wort haben die Sedins. Aber ich glaube, die 3 kennen sich sehr gut. Sie haben zusammengespielt für Vancouver. Und ich glaube, dass das als Packung sehr gut funktionieren kann. Die Sedins sind bekannt dafür, erste Klasse Menschen zu sein, in dem Sinne. Eishockey-Fachleute, klar, aber auch sie stehen für eine gewisse Kultur, für eine gewisse Arbeitseinstellung, sind keine Lautsprecher, sondern Leute, die einfach über Jahre hinweg ihre Arbeit gemacht haben und das natürlich sehr, sehr gut gemacht haben. Hall of Famers ich kenne sie persönlich nicht, ich habe noch nie mit ihnen zusammengearbeitet, aber das, was du von ihnen siehst, sehen sie jetzt auch nicht so aus, als würden sie irgendwas nur mit halber Kraft machen. Ich glaube, es hat lange genug gedauert, es ist oft genug nachgefragt worden. Jetzt, da sie sich dazu entschieden haben, sind sie zu 100% dabei. Und ich glaube, im Großen und Ganzen wird sich das für Vancouver sehr positiv auswirken. Das hoffe ich jedenfalls. Ja, also ich durfte sie tatsächlich schon treffen. 2 ganz sympathische Männer, muss ich wirklich sagen. Natürlich, was das jetzt für den Job heißt, kann ich auch nicht beantworten. Aber ich weiß, dass sie da auf Händen getragen werden. Also der Name Sedin ist in Vancouver wirklich, Legendenstatus. Muss man einfach so klar sagen. Ja. Absolut. Das war der letzte Schlagschuss für heute, Stefan. Vielen Dank wieder für deine Expertise. Wir sprechen uns tatsächlich, wenn das Stanley Cup Finale ansteht, erst wieder. Jetzt schauen wir gespannt auf die Conference Finals. Für dich, Stefan, geht's jetzt ab ins Eishockeystadion. Natürlich, Stadion, WM. Ja.
Kann schlechtere Nachmittage geben, muss man wirklich sagen. Genau. Ganz viel Spaß dabei. Und Hinweis für euch nochmal, ihr kriegt natürlich alle Vorschauen jetzt auf diese Conference Finals natürlich auch nochmal in Textform auf nhl.com.de, genauso wie alle Eliminations Features, also die Analysen, warum die Mannschaften ausgeschieden sind. Stefan. Ja. Ganz kurz noch, wollen wir kurz anreißen, weiß inzwischen natürlich fast jeder deutsche Eishockey-Fan auch noch, aber ein neuer Vertrag für Lukas Reichel bei den Boston Bruins. Für uns als deutsche Eishockey-Fans natürlich auch immer schön, wenn ein deutscher Spieler weiter in der Liga bleibt. Und Lukas, gerade mal 24 geworden, hat noch viel Platz zum Wachsen, sage ich jetzt mal. Danke für den Einwurf noch, Stefan. Nachdem, glaube ich, Lukas Reichel in den letzten 8 Schlagschüssen immer dabei war, habe ich ihn heute mal weggelassen. Aber dafür haben wir dich ja mit dabei. Ja. Stefan, vielen lieben Dank. Wie immer, wir hören uns dann zum Stanley Cup Final. Bis dahin. Servus, macht's gut. Ich freue mich drauf, Ruppi. Bis dann.